Wohnung bis 400 € warm gesucht? Für dich? Ja, ich halte es für das Beste, wenn ich ausziehe. Konstantin, bitte überleg dir das nochmal. Es gibt nichts mehr zu überlegen. Aber warum willst du auf einmal ausziehen? Ich dachte, du wohnst gerne bei uns. Lief doch bislang alles super, wir verstehen uns alle großartig. Super. Ständig ist das Bad belegt. Das lässt sich ändern. Die Küche sieht aus wie der reinste Saustall. Okay, dafür gibt's einen Putzplan. Und das Altpapier bringt auch keiner runter. Darum kümmere ich mich. Das hat doch nichts mit der Geschichte neulich im Bad zu tun, oder? Also wenn du glaubst, ich habe noch nie eine Frau nackt gesehen, dann überschätzt du dich ziemlich. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses WG-Chaos. Und bis ich was Besseres gefunden habe, bleibe ich lieber bei einem Kumpel. Weiß Gott erschreckend, wie es mit Königsbrunn immer mehr bergab geht. Wo früher einmal Könige speisten, reicht sich heute der Plebs die Hand. Und zu welcher Kategorie zählst du dich? Ich darf gar nicht dran denken, wie viele Schmarotzer diese Familie durchzieht. Adrian, Annegret, dich, liebste Elisabeth. Und natürlich eine ehemalige Pferdepflegerin. Ach, Ansgar, wer es mit dir aushält, braucht auch dringend eine Entschädigung. Na, du wirst doch nicht die Hand beißen, die dich füttert, hm? Anscheinend hat dir dein Vater nicht genug gutes Benehmen eingebläut. Holst du jetzt wieder den Gürtel raus und drohst damit? Wenn es sein muss, warum nicht? Scheint ja recht anregend zu wirken auf deine Fantasie. Mit einem Gürtel im Kellerloch. Was muss dein Vater nur dazu bewegt haben? Ansgar! Kannst du einfach mal die Klappe halten? Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Nathalie, wir haben schon auf dich gewartet. Es wirkte gerade aber ganz anders. Leonard? Ja? Wir kommen zu spät zum Essen. Du arbeitest noch? Wiederherstellung der Beweglichkeit nach Bruch der Handwirbelknochen. Aha. Aber ich dachte, Sarahs Verletzung ist schon längst wieder ausgeheilt. Aus medizinischer Sicht stimmt das auch. Ja, aber? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie psychisch genauso stark ist wie physisch. Ja, aber ich habe sie doch gerade noch spielen hören. Das ist doch ein gutes Zeichen. Sie hat wieder gespielt, das stimmt, ja. Aber sobald sie es beidhändig probierte... Funktioniert's nicht. Jetzt hast du Angst, das könnte sie vielleicht... Ich weiß es nicht. Für Sarah war Klavierspielen immer alles. Ich dachte, sie bräuchte bloß einen kleinen Anstoß. Nur deshalb habe ich den Flügel doch aufstellen lassen.
Aber Sarah ist eine Kämpfernatur. Sie hat die Therapie erfolgreich überstanden. Du hast sie nicht erlebt. Sie war richtig sauer auf sich. Wenn Sarah an ihren alten Erfolg als Pianistin anknüpfen will, dann muss sie sich Zeit geben. Das wird sie schon wissen. Ich glaube, das war alles zu früh. So, 2 Schokoladenbrownies. Der gute Laune-Garant. Ja, wenn das mal hilft. Ja, das nenne ich doch mal eine ausgewogene Ernährung. Ja, Schokolade statt Typen. Ja, was? Ihr Männer geht joggen, wir Mädels essen halt Süßkram. Du wirst Konstantin ganz schön vermissen, ne? Quatsch, den Holzkopf vermisse ich bestimmt nicht. Konstantin ist so... So verliebt in dich, dass er es mit dir nicht aushält. Er sagt, es stört ihn, dass niemand das Altpapier rausbringt. Konstantin ist der beste Freund, den ich je hatte. Ein Mann, der zuhören kann, der die richtigen Fragen stellt und überhaupt. Warum können wir beide nicht einfach befreundet bleiben? Weil er es eben nicht mit dir aushält. So, dir geht's mit David auch nicht anders. Stimmt. Aber warum muss das Leben so kompliziert sein? Ich bin so ein Idiot, das wollte ich nicht. Was? Naja, ich hätte dich nicht zum Klavierspielen drängen sollen. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass du hier frustriert sitzt. Aber ich habe eben immer gedacht, naja, das Klavierspielen hat dir so viel bedeutet und... Du hast recht. Du bist wirklich ein unsensibler Klotz. Ja, deshalb tut's mir auch so leid. Mir nicht. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und bei Nebenwirkungen legen Sie sich Ohrstöpsel zu. Hast du wirklich geglaubt, ich gebe so schnell auf? Natürlich nicht. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Alles klar, Chef. Da bist du ja. Hannes wartet darauf, dass du ihn ins Bett bringst. Komm mir nicht so. Was denn, du bist sauer wegen Tanja? Du hast mir versprochen, sie nicht mehr so anzugehen. Nathalie, du irrst dich. Diesmal hat sie mich provoziert. Ach komm, spar dir die Show. Offensichtlich hast du sie erst vor kurzem mit einem Gürtel bedroht. Mann, Ansgar, du hast es mir versprochen. Nathalie, wirklich? Also schön, ich kann verstehen, dass du enttäuscht bist von mir. Mal wieder. Ja, ich bin enttäuscht. Ich dachte eben, mit etwas psychischem Druck werden wir sie los. Ja, und ich dachte, wir wären uns einig, dass diese ganzen Methoden absolut nichts bringen. Sie wird niemals gehen und sie wird uns auch nicht in Ruhe lassen. Ich kann ja auch nichts dafür. Jedes Mal, wenn ich diese Frau sehe, kann ich mich einfach nicht mehr bremsen. Ja, das glaube ich dir sofort. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Anstatt meine Zeit mit dir zu verbringen und mich zu freuen, dass ich mit so einer wunderbaren Frau wie dir zusammen sein darf, lass sie mich auf solche blöden Spielchen ein. Wenn du schon so eine unglaubliche Selbsterkenntnis an den Tag legst, spare ich mir den Atem. Ja, ich weiß, ich habe dir schon oft Sachen versprochen und dann nicht gehalten. Dann lass es einfach und halt dich an die Abmachung. Ja. Okay. Da steht sie ja, die schönste Frau auf der Welt. Genau. Sag mir das in 20 Jahren noch mal. In 100. Dann werde ich immer noch ungeduldig auf dich warten und dich fragen, wo warst du so lange, mein Held? Ich musste Hindernisse überwinden, um an dieses Zeichen meiner Liebe für dich zu kommen. Oh, ist die schön? Ein Drache musste dafür sterben, ein Wassergraben überwunden und eine Hexe abgelenkt werden.
macht denn Tanja um die Zeit im Park? Dafür soll dir mein Herz auf ewig gehören. Welch Ehre. Oder zumindest so lange, bis der nächste Ritter vorbeikommt mit einem ganzen Strauß von denen. Na, hör mal, es gibt auch Prinzessinnen, die sind mit einer Rose zufrieden. So leicht gibst du auf? Ich dachte, wir hätten jetzt endlich unser Happy End, aber... Das haben wir auch. Sarah, hör mal, könntest du dir vorstellen, ich meine, willst du? Ich will immer bei dir bleiben. Ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Ich will dich auch nicht drängen. Ich weiß. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Dass du so geduldig bist und uns die Zeit gibst. Also mir die Zeit gibst. Na klar, wenn ich schon Drachen, Wassergräben und Hexen überwinden kann, dann kann ich auch warten. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Hi. Hi. Konstantin, ich habe dir einen Brief geschrieben. Ja? Du kennst mich ja immer, wenn ich was Wichtiges loswerden will, da fange ich an rumzuplappern und verliere irgendwie den Faden. Deshalb habe ich dir geschrieben. Also den Brief hier, den wollte ich dir eigentlich ins Zimmer legen, aber du kannst ihn auch genauso gut jetzt lesen. Vielleicht kommt so wenigstens rüber, was ich dir sagen will. Lies ihn einfach, ich kann dir das so nicht sagen. Konstantin, mir ist das wirklich wichtig. Okay. Die anderen, die würden dich genauso vermissen wie ich. Also steht alles da drin. Judith, so funktioniert das nicht. Auch wenn du mir jetzt einen netten Brief geschrieben hast, ich ziehe morgen aus. Und dabei bleibt es. Aber du liest den Brief trotzdem, ja? Mal sehen. Ansgar war ja heute so ungewohnt ruhig beim Frühstücken. Keine einzige Spitze gegen Tanja. Was ist los? Wir haben uns gestern gestritten. Was hat das mit Tanja zu tun? Er hat mir versprochen, dass er sich in Zukunft zurückhält und das hat er nicht getan. Warum soll er sich denn ausgerechnet bei Tanja zurückhalten? Ich will sie ja nicht in Schutz nehmen, aber ich weiß jetzt, warum sie so geworden ist. Bei so einer Vergangenheit, da kann man nur mit einem Schaden davonkommen. Ja klar hat sie einen Schaden, nicht nur einen. Ich finde auch schlimm, was ihr passiert ist, aber überleg mal, was sie alles getan hat. Ich will Tanja doch auch loswerden. Aber nicht mit solchen Methoden. Abgesehen davon bringen die sowieso nichts. Und das hast du Ansgar gesagt? Ja, so ungefähr. Und anscheinend hat er es endlich begriffen. Deshalb war er beim Frühstück auch so lammfromm. Lieber Konstantin, ich weiß, ich kann dich nicht aufhalten, aber du wirst uns allen tierisch fehlen. Und mir am meisten. Wenn du ausziehst, dann werden wir uns kaum noch sehen und das wäre eine Katastrophe. Weißt du warum? Mit niemandem kann ich so gut reden wie mit dir. Wir sind irgendwie auf der gleichen Wellenlänge. Das habe ich schon gemerkt, als wir uns kennengelernt haben. Ich war mies drauf und du hast mir gezeigt, wie man Steine titscht. Oder flitscht. Egal. Das ist jedenfalls viel besser, als tonnenweise Schokoladeneis zu vernichten. Eine super Sache, um Stress abzubauen. Das hast du mir beigebracht und ich werde es nie vergessen. Und wenn im Winter der Rhein zufriert, dann können wir doch vielleicht Schlittschuh laufen. Steine titschen ist ja dann nicht mehr. Das habe ich noch nie gemacht, aber mit dir zusammen lerne ich das auch noch. Hallo? Der Rhein friert nicht zu. Auch im Winter nicht. Ja, aber Schlittschuhlaufen kann man ja auch woanders, oder? Ja, das kann man, aber dafür brauchst du mich überhaupt nicht. Du hast mich ja schon beim Skaten abgehängt. Aber ohne dich macht es nur halb so viel Spaß. Du hast genug Freunde. Du bist aber mein Bester. Ja. Aber genau das bringe ich eben nicht, dein bester Freund zu sein. Und wir beide wissen doch genau, warum.
Hey, Carla. Ich muss noch ins Krankenhaus zu einer Dienstbesprechung. Soll ich dich mitnehmen? Gern. Geht's dir besser als gestern? Das kann man so sagen. Hast du mit Sarah gesprochen? Du hattest natürlich recht. Sie weiß sehr wohl, dass das alles nicht von heute auf morgen wieder so sein kann wie früher. Du solltest sie mal am Flügel sitzen sehen, wie glücklich sie dann ist. Selbst wenn sie sich verspielt. Sie ist halt eine Kämpfernatur. Das wird ihr Auftrieb geben. Euch. Das gibt euch Auftrieb. Naja, also ganz so schnell geht's dann doch nicht. Ich wollte ihr gestern einen Heiratsantrag machen. Du legst ein ordentliches Tempo vor. Das war nicht der erste. Ich habe sie schon mal gefragt, als sie aus der Klinik gekommen ist. Aber für den Moment hatte sie abgelehnt. Oder sagen wir vielmehr, sie hat die Antwort aufgeschoben. Wahrscheinlich braucht sie einfach nur noch ein bisschen Zeit. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und deshalb habe ich auch einen Rückzieher gemacht. Sarah soll genau die Zeit haben, die sie braucht. Naja, ich kann es trotzdem kaum abwarten, dass sie endlich meine Frau wird. Komm. Ja, also nochmal vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ich habe Ihnen zu danken, Graf Lahnstein. Ich lasse Ihnen das Material heute noch zukommen. Prima, danke. Ja. War das nicht diese Klatschreporterin? Ja, Zimmermann. Kaum zu erkennen, was? Was wollte die hier? Eine Home Story über Tanja und mich. Junges Eheglück bei den Lahnsteins. Und dafür bezahlst du sie? Naja, ich wollte euch sicher gehen, dass die Berichterstattung wohlwollend ausfällt. Ja, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ach, Nathalie, ich wollte dir nicht wehtun. Und wozu das Ganze? Fürs Jugendamt. Damit kann man ja immer Punkte sammeln. Aber ihr habt doch das Saugerrecht für Hannes wieder. Ja, ja, aber nur vorläufig. Das kann sicherlich nicht schaden, noch mal was nachzulegen. Du weißt ja, wie sehr ich an Hannes hänge. Sicher, aber das nächste Mal kannst du mir ruhig die Wahrheit sagen. Ja, natürlich. Mieser Lügner. Als Stammgast im No Limits verliere ich dich aber nicht, oder? Wegen des Trinkgelds, meine ich. Ja, ne, Kaffee geht immer. Ja, du wirst uns echt fehlen, Alter. Ja klar, der Putzteufel geht. Aber jetzt könnt ihr euren Dreck selber wegmachen. Scheiße, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Naja, aber zum Glück haben wir ja Olli, dann werden wir nicht ganz im Chaos versinken. Also, war eine geile Zeit mit dir und das Zimmer bleibt erstmal frei. Vielleicht entscheidest du dich ja dann noch anders. Ich bin weg. Okay. Wir sehen uns. Versprochen. Konstantin, bitte. Ich weiß, ich habe in dem Brief nicht das geschrieben, was du gerne gelesen hättest. Das war mir auch schon vorher klar. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass wir das irgendwie zusammen hinkriegen. Du vielleicht. Ich nicht. Mach es gut, Judith. Du solltest sie mal am Flügel sitzen sehen, wie glücklich sie dann ist. Selbst wenn sie sich verspielt. Ich wollte ihr gestern einen Heiratsantrag machen. Ich kann es trotzdem kaum abwarten, dass sie endlich meine Frau wird. So, der muss in die Redaktion Glanz und Gloria. Rufen Sie am besten Boten und möglichst vor Ihrer Mittagspause, ja? Ich kümmere mich sofort darum, Graf Lahnstein. Würden Sie mir bitte den Umschlag geben? Den an Glanz und Gloria? Ganz genau, den meine ich. Aber der Graf hat betont, er müsste umgehend raus. Ja, genau deswegen will ich ja die noch fehlenden Unterlagen hinzufügen.
Rufen Sie ihn an, er kann es Ihnen bestätigen. Sie kennen ihn doch. Ich komme. Du siehst bezaubernd aus. Danke. Und dein Spiel, das wird wirklich von Tag zu Tag besser. Naja, es wird noch eine Weile dauern, bis ich richtig drin bin. Schenkst du mal ein? Ich will mit dir anstoßen. Oh, worauf denn? Auf deine Fortschritte? Zunächst brauche ich erstmal deine ärztliche Diagnose. Kannst du erkennen, was ich jetzt spiele? Das war der Vogelfänger. Nächstes. Beethovens 12. Kulturbanause. Ist ja noch schlimmer als Schalke 05. Okay. Ich glaube, der Punkt geht an dich. Ich würde zwar auf Chopin tippen, aber den Titel könnte ich dir im Leben nicht sagen. Ist aber auch egal. Lass mich mal. Ich werde es dir nicht leicht machen. Warte, nur noch eine Melodie. Dann Was dann? Habe ich dann den Jackpot? so ungefähr. Hast du die Melodie erkannt? Wir müssen reden. Ich habe dir nichts zu sagen. Und was du mir zu sagen hast, interessiert mich nicht. Wenn du dich da mal nicht irrst. Du hast es zwar nicht verdient, aber ich will dich warnen. Versuchst du mir Angst zu machen? Dein Versuch rührt mich. Oh, was ist das, eine Briefbombe von Ansgar? Wenn es an die Presse geht, wird es zumindest genauso einschlagen. Warum kommst du damit ausgerechnet zu mir? Vielleicht, weil ich auf deine Einsicht hoffe, dass es zwischen dir und Ansgar so nicht weitergehen kann. Ich wüsste nicht, was mir zu dieser Einsicht verhelfen sollte. Erleichterung. Oder willst du morgen in der Zeitung lesen, dass du schuldig bist? Schuldig des Mordes an deinem Bruder.